keeping me on. Yeah, I'm strapped in, stuck in a song you can't turn off. Like a merry-go-round, my head is spinning. I see you up and about. I'm sure as hell not. 'Cause in my mind we're smiling on the dance floor. Late nights getting deeper like we're on our own ride. Got the worst though, 'cause we're so young. Gerne. We're in your car singing crazy to the radio. I remember it like time's been frozen still. Oh, had no words though, we were so young. Now you're long gone. Ja, guten Morgen aus Kos. Wir sind gerade getendert. Da hinten fährt gerade unser Tenderboot und ganz da hinten steht unser Schiff, die Aida Blue. Ja, es hat tatsächlich ein bisschen gedauert. Die Wetterbedingungen sind laut dem Kapitän wohl auch nicht gut. Also er muss auch das Schiff immer wieder ein bisschen neu ausrichten. Deswegen war jetzt die Wartezeit doch etwas länger. Aber da machen wir uns nichts draus. Ich erkunde jetzt die Stadt. And I know time flies by so fast. Still I'm thinking of you. Do you remember still how we used to run? Fields were roaring. You said maybe it's love. It sure as hell was. 'Cause in my mind we're smiling on the dance floor. Late nights getting deeper like we're on our own ride. Ja, hinter mir befindet sich die Platane des Hippokrates. Der Geschichte nach soll Hippokrates diese Platane gepflanzt haben, aber ich habe auch an anderer Stelle gelesen, es kann gar nicht sein, da Platanen nicht so alt werden. Es könnte vielleicht ein Ableger davon sein. Hippokrates war hier auf Kos ganz aktiv. Er hat hier quasi die erste Heilanstalt gebaut. Hippokrates, ja der Vater der Medizin. Und genau, also das ist die Platane des Hippokrates. So moved on, but still I hear that song. It lingers on. Yeah, it lingers on. Ja, das ist natürlich blöd. Bisher lässt mich Kos wirklich im Stich. Also als erstes wollte ich mir eigentlich die Festung am Hafen anschauen. Die hatte schon geschlossen wegen Sanierungsarbeiten. Jetzt hier das Ausgrabungsgelände auch geschlossen. Steht dran dienstags. Wir haben es heute natürlich blöderweise den Dienstag geschlossen, aber es sieht sogar auch aus, als würden die Arbeiten machen. Ja, bisher noch nicht groß von Erfolg gekrönt, der Besuch hier in Kos. Ein richtiger Lärm von den Zikaden. Wir sind lauter als der Straßenverkehr. Das mal so zum Vergleich, weil ich nicht weiß, ob man es auf dem Video hört. Aber viel, viel lauter als der Straßenverkehr. Ich höre mich selbst kaum reden. So laut sind. Also es ist wirklich
Wirklich ohrenbetäubend eigentlich. Sagt bloß, das Casa Romana hat jetzt auch geschlossen. Tschüss, der closed. Das ist eine wieder aufgebaute römische Villa, so wie ich das gelesen habe. Noch mit Wandmalerei und alles. Dienstags geschlossen. Ja gut, also die Enttäuschung geht weiter. Ja, da drüben werden nochmal Ausgrabungen, auch die dienstags geschlossen. Das ist dann wirklich die einzige Station auf meiner Tour, die ich mir zusammengestellt habe, ja, die offen hat. Mal gucken, ob sich das wenigstens lohnt. Ja, nicht wundern, die Erstbesitzreihen sind wieder aufgebaut, weil hier wohl noch Veranstaltungen stattfinden. Also die sind nicht Originalzustand. Das ist eher der hier. Ist auch deutlich kleiner, als ich mir das vorgestellt habe. Ich dachte, das wäre ein Stückchen größer. Aber es ist ja wirklich nur so ein Mini-Theater. Ja, also es hat sich bewahrheitet, was man in Kos gut machen kann, ist an Strand liegen. Ich war jetzt am Lambi Beach, das ist nicht weit weg vom Schiff. Es sind sehr, sehr viele Beachclubs, wo man ja, Eintritt zahlen kann und dann Liege kriegt. Aber wenn man ein Stückchen läuft, dann findet man auch ein Plätzchen, wo man einfach sein Handtuch hinlegen kann. Und da habe ich mir jetzt einfach noch 2 schöne Stündchen am Strand gemacht. Der Strand ist okay. Da wo man liegt ist ja grober Sand, aber durchzogen von größeren Steinen, so dass man vielleicht 1, 2 zur Seite räumen muss für sein Handtuch. Aber wenn man ins Wasser geht, ist es Kies. Also es geht barfuß, aber es ist vielleicht ein bisschen spitz. So, und jetzt gehe ich aber zurück zum Schiff und muss erstmal den Weg finden. Ja, man sieht auch hier, ist alles sehr touristisch. Also entweder kommt man her, um an den Strand zu gehen, oder macht eben einen Ausflug ins Umland. Ich denke, das könnte auch schön sein. Werde nachher auf dem Schiff mal ein paar andere Mitreisende ausfragen, wie deren Ausflug so ins Umland war. Ja, genau, aber von Kos Stadt ist jetzt so mein Fazit. Sollte man nicht allzu viel erwarten. Da gibt es wirklich nicht so viel Besonderes. Und kommt auf keinen Fall an einem Dienstag. Dienstags hat alles geschlossen.
zurück auf dem Schiff, frisch geduscht und auch gestärkt. Ich habe mir gerade einen Crunchy Chicken Burger im Best Burger at Sea gegönnt. Sorry, den habe ich vergessen zu filmen. Und jetzt habe ich gerade aus meiner Kabine mein Kindle geholt. Wir werden ein bisschen lesen und schauen, was es an schönem Kuchen in der Haida Bar gibt. Und vielleicht noch einen Cocktail dazu bestellen. Jo, das ist der Plan.